Disco-Tanzfläche. Katalin Czornoj, Solistin der Deutschen Oper, kämpft sich mit ihren Kollegen durch Nebel und Flashlight. Nur wenige Gäste sind der Aufforderung, sich zu verkleiden, gefolgt. Die meisten fanden sich wohl auch so extravagant genug. Eine Nacht voller Kontraste. Ada Hecht, letzte aktive Grande Dame unter den Berliner Disseusen, präsentierte im aktuellen Lederlook ein gemischtes Programm. Sie angelte sich einen jungen Mann und I Can't Give You Anything But Love konnte losgehen. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness and I guess all those things you've always pined for. Gee, I like to see you looking swell, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. That lucky day you know that well, baby. I can give you anything. Pianistin Berti Corazzolla, seit über 50 Jahren bühnenerfahren, brachte auch diesen Auftritt zu einem sicheren Ende. Und es geht weiter. Chaos und Verzicht auf jeden guten Geschmack. Echte und falsche Brüste, Teufelshörnchen und männliche Hüfthalter sind die Zutaten, mit denen die Truppe vom Dollywood-Kabarett ihr schräges Süppchen kocht. Ein Spezialangebot zum Motto Tanz auf dem Vulkan. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht. Mr. Musicbox in einem Nebenraum hält dem Chaos stand. Man drückt einen von 49 Holzknöpfen und George Frederick Takis, Amerikaner griechischer Abstammung und seit 11 Jahren in Berlin, trägt das Gewünschte vor. Wirst du wieder geweckt, morgen früh, wenn Gott will, wird sie wieder geweckt. Seit 5 Jahren erfreut er sein Publikum auf Partys und allen möglichen Veranstaltungen. Später will er lyrischer Operntenor werden.
Zwischendurch sind die Gäste ihre eigenen Protagonisten. Vor seinem Auftritt, zum Höhepunkt des Abends erkoren, tanzt sich der Berliner La Cage Voll-Star Helmut Baumann erst einmal warm. Dann kann es losgehen. Helmut Baumann mit Gustav Gründgens unvergessenem Hit »Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da«. Wenn im Glase perlt der Sekt unter roten Ampeln und die Mädchen süß erschreckt auf dem Schoß uns strampeln, küssen wir die Prüderie von den roten Mündern. Amnestie, Amnestie, allen braven Sündern. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da, das was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, singt und trinkt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Das war's. Berlin zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Um 2 hat Ostberlin für Westberliner Gäste dicht gemacht. Die letzte S-Bahn vom Grenzübergang Friedrichstraße rollt fast menschenleer durch die Westberliner Bahnhöfe. Jene Back from East to West, die mit einsteigen wollen in die zweite Halbzeit Westberliner Nächte, kommen gerade noch rechtzeitig. Thelonious Monk's Round Midnight, eines der klassischen Nachtstücke des Jazz, interpretiert von Walter Norris, seit vielen Jahren ein Amerikaner in Berlin. Großstadt-Nachtmusik im Jazzkeller Flöz, gespielt von dem wohl besten Jazzpianisten der Stadt. Der Wurstmaxe zieht noch immer seine Runden. Es ist nach 3. Sein Ziel, eine Nachtbar der neuen Mode, das Intendance.
Würstchen. Wiener Knacker. Nach New Yorker Vorbild ändert der Club alle 3 Monate total Ausstattung, Kostüme und die Spielregeln. Jetzt sind die 20er Jahre in Amerika dran. Wie in den Clubs der Prohibitionszeit des Alkoholverbots wird jedenfalls meistens Schnaps in Kaffeetassen ausgeschenkt. Die Polizei kam nicht zur Razzia. Der Diskjockey hatte nur zu stark aufgedreht. Gibt's mal hinter Tresen für Michaela, Stefan? Ich schiebe sie gleich rein. Im Hinterzimmer wurde natürlich auch nicht gepokert. Dafür entrichtete der Wirt und gelernte Schauspieler Oliver Böhm dem nostalgischen Amerika-Ambiente seinen Tribut mit einem Kultsong aus den 40er Jahren. Time Goes By aus Humphrey Bogarts und Ingrid Bergmans Love Story Casablanca. And when two lovers they still say I love you, on that you can rely. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as Die Welt wird Verliebte immer willkommen heißen. Die Zeit vergeht. Adenauerplatz, Treffpunkt am Morgen. Wenn die meisten Lokale der Nachtschwärmer geschlossen haben, ziehen sie aus der ganzen Stadt in die späten Diskos. Es ist ein stetes Kommen und Gehen. Hallo! Komm doch mal her! Wir werden hier gefilmt! Der Supermarkt im Parterre bereitet sich derweil auf die Öffnung um 8 Uhr vor. Aber kannst du mich nochmal aufnehmen als Reichshundeführer? Der Wurstmaxe ist auf der letzten Station seiner Nachtreise eingetroffen. Hallo, Würstchen. Würstchen, Wiener Knacker, Eiersalat. Jetzt geht es sehr gemischt zu. Punks und Touris, die mal eine Nacht in Berlin durchziehen wollen, Lederfreaks und sonstige Exzentriker treffen hier aufeinander. Sonst halten sie sich in ihren Domizilen säuberlich getrennt. Der Morgen macht dann die Diskotür zum Nadelöhr, durch das alle willig schlüpfen, die dem Spruch "Morgenstund hat Gold im Mund" nicht trauen. Die zweite Kellnerschicht hat ihren Dienst um 5 Uhr morgens angetreten. Samstags und sonntags geht der Betrieb in solchen Diskos bis in die Mittagsstunden. Der Tanz in den Tag unter den skeptischen und müden Augen der Altbundeskanzler geht weiter. Irgendwie befremdlich ist älteren Herren Jugend ja immer vorgekommen. Wenn alles gut lief, hat Dirk Brzezinski 200 Paar Wiener verkauft.
An seinem Umsatz jedenfalls lässt sich die Berliner Nachtschwärmer-Konjunktur ablesen. Zu guter Letzt scheuen Berliner Nachtschwärmer auch das Tageslicht nicht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Smokalarm in West-Berlin. Seit Sonntag früh herrscht in der Stadt erstmals ein umfangreiches Fahrverbot. Die Industrie darf nur noch schwefelarmen Brennstoff verfeuern. Die Temperaturen in den Wohnungen sollten auf 18 Grad gesenkt werden. Verursacht wird die Dunstglocke vor allem durch die Industrie, den Hausbrand und den Straßenverkehr. Ein großer Teil des Schwefels aber wird auch aus den Industriezentren der DDR nach Berlin geweht. Das Fahrverbot gilt für Privatautos. Ausgenommen sind nur öffentliche Verkehrsmittel, Taxen, Hilfs- und Versorgungsfahrzeuge sowie schadstoffarme Wagen. Erlaubt ist ferner die Einreise nach Berlin und das Verlassen der Stadt mit dem Auto. Über 8000 Kraftfahrer wurden während des Tages von der Polizei aufgefordert, ihre Wagen stehen zu lassen. Etwa 1000 müssen ein Verwarnungsgeld von 40 Mark zahlen, weil sie das Fahrverbot missachtet hatten. Der Berliner Umweltsenator Starnik erklärte am Abend, der Smokalarm der Stufe 1 werde höchstwahrscheinlich bis Montagabend andauern, wenn nicht sogar noch am Dienstag. Noch ein Überblick über weitere Meldungen des vergangenen Tages. Bundesaußenminister Genscher hat den Westen aufgefordert, die von Kreml-Chef Gorbatschow eingeleitete Änderung der sowjetischen Politik für Fortschritte bei der Entspannung zu nutzen. Auf einer Tagung in Davos warnte Genscher davor, die neue Entwicklung in Moskau als reine Ich habe den Eindruck, dass heute Abend zwei Welten aufeinanderstoßen und auch zwei Welten völlig aneinander vorbeireden.